Laut einer Studie der Universität Mannheim aus dem Jahre 2022 wird die weiße Bevölkerung in Deutschland im Jahre 2065 eine Minderheit sein. Was das konkret bedeutet und was die Konsequenzen für dich sind, darüber wollen wir in diesem Video sprechen. So, hier habe ich nun einmal besagte Studie in der englischen Version geöffnet. Die Studie heißt Demographic Change and Group Boundaries in Germany, the effect of projected demographic decline on perceptions of who has a migration background. Also es geht um den demografischen Wandel in Deutschland und was hier das Thema Migration damit zu tun hat. Die Studie hier, die ich jetzt nicht im Detail hier weiter zeigen möchte, ist aus dem Jahre 2022 und wie du siehst, hier sind viele namenhafte Forscher verschiedener Universitäten, vor allen Dingen aber der Universität Mannheim involviert. So, ich gehe jetzt mal zu der Stelle, wo hier spezifisch über diese Tatsache, dass die deutsche weiße Bevölkerung 2065 in der Minderheit sein wird. Hier geht es zunächst nun einmal um den Vergleich mit den Vereinigten Staaten. Ich zitiere: Specifically, whites are anticipated to become the numerical minority in the United States around the year 2040, whereas our projections foresee this majority-minority shift occurring in Germany around 2065. Die Studie sagt also, dass in den Vereinigten Staaten bereits im Jahre 2040 die weiße Bevölkerung in der Minderheit sein wird. In Deutschland wird aber diese Veränderung erwartet werden um das Jahr 2065 herum, gemäß dieser Studie. Nun, natürlich ist dies ein Indiz für den enormen demografischen Wandel in Deutschland. Meiner Meinung nach ist der demografische Wandel in Deutschland das größte Problem für das Land, viel größer als der Klimawandel, jedenfalls aus wirtschaftlicher Sicht. Hier möchte ich jetzt gar nicht negativ über Migration oder über Migranten sprechen. Darum geht es eigentlich hier nur indirekt. Tatsache ist, dass die Deutschen aussterben, dass es immer weniger Arbeitskräfte in Deutschland gibt, dass dadurch die Steuern zwangsweise steigen müssen, dass immer weniger Arbeitende, immer mehr Rentner und andere Empfänger von Sozialleistungen finanzieren müssen. Migration wird hier natürlich eine wichtige Antwort sein. Hätten wir zum Beispiel gar keine Migration in Deutschland, dann wären die Deutschen in 450 Jahren komplett ausgestorben. Andere Länder haben das gleiche Problem, andere westeuropäische Länder, auch China hat dieses Problem. Generell ist in vielen Ländern der Geburtenrückgang so dramatisch, dass diese demografische Entwicklung, die ich gerade eben in Deutschland beschrieben habe, auch dort zutage treten wird mit den gleichen Konsequenzen. Und wie gesagt, was außer Migration willst du tatsächlich dagegen tun? Du kannst ja schließlich die Frauen nicht dazu zwingen, Kinder zu bekommen. Jeder kann verstehen heutzutage, dass Frauen eben auch Prioritäten wie Beruf, Karriere und so weiter und so fort haben. Ganz davon abgesehen wird natürlich alles immer teurer. Daher viele Kinder zu haben oder auch nur mehr als 2 oder 1 oder überhaupt Kinder zu haben, scheint ja in dieser Welt auch immer schwieriger zu werden. Welche Antworten haben die etablierten Parteien auf dieses Dilemma, auf dieses sehr große Problem? Nun, ich fürchte gar keine Antworten. Auch die AfD hat hier diesbezüglich keine Antworten. Ich habe mal hier das Grundsatzprogramm der AfD aufgemacht. Hier findest du kein Wort darüber, welche dramatischen Folgen der demografische Wandel hat und wie wichtig dabei die Migration ist, dieses Problem zu beheben. Stattdessen hier nur die übliche Angstmache zu Asylbewerbern und was sie alles nicht dürfen und was sie alles tun müssen. Sie müssen alle Deutsch sprechen, sie dürfen nicht mehr rein, sie dürfen keine Sozialhilfe empfangen und so weiter und so fort. Aber wir müssen natürlich hier auch nicht die AfD jetzt herauspicken. Wie gesagt, die anderen Parteien haben auch keine Antworten darauf. Vielfach ist das, was die Parteien sagen, so nach dem Motto, naja, wir wollen eine kontrollierte Einwanderung. Wir wollen nur, dass hier hochqualifizierte Personen nach Deutschland einwandern können.
Problem ist natürlich nur, dass die hochqualifizierten Personen keinen Bock haben auf Deutschland. Warum auch? Das Wetter ist scheiße, die Bezahlung ist scheiße, die Steuern sind scheiße, die Sprache ist scheiße. Was willst du hier in Deutschland machen, wenn du in anderen Ländern viel mehr verdienst, tolles Wetter hast und dich mit Englisch hervorragend verständigen kannst, beziehungsweise Englisch sowieso die Sprache ist, die dort gesprochen wird. Ich spreche zum Beispiel von Ländern wie die USA oder Australien, Neuseeland, aber selbst Kanada, wenn dir jetzt das schlechte Wetter dort nichts ausmacht. Um das Ganze mal zu unterstreichen, schauen wir uns mal an, was eine Krankenschwester zum Beispiel in Frankfurt am Main durchschnittlich pro Jahr verdient. So, Stepstone ist ja eine bekannte Recruiting-Webseite, kennen wahrscheinlich viele von euch. Hier steht, dass man als Krankenschwester in Deutschland, in Frankfurt am Main zwischen 35.400 Euro und 49.800 Euro im Jahr verdient. Der Durchschnitt liegt aber bei 41.200 Euro. Jetzt schauen wir uns das Ganze doch mal an in Austin, Texas. Austin ist ja die Stadt, wo wir schon lange unser US-Büro haben, wo ich auch schon seit langem lebe. Hier kannst du sehen, dass eine Krankenschwester zwischen 82.000 und 123.000 Dollar im Jahr verdient. Dollar und Euro sind so ungefähr 1:1. Das heißt, das Doppelte beziehungsweise mehr als das Doppelte wird hier in den USA verdient. Tatsächlich, wenn du dir die Jobanzeigen hier bei Indeed.com anschaust für Austin, Texas, kannst du sehen, dass es bei vielen Stellen auch noch sogenannte Sign-on-Boni gibt. Das heißt also, du bekommst 20.000 bezahlt, manchmal nur 10.000 oder 5.000, nur alleine, dass du diese Stelle antrittst. Es wird immer gesagt, USA-Kapitalismus, das ist nur gut für die Reichen, nur für die Elon Musk, nur für die Bill Gates. Das ist natürlich eine krasse Fehleinschätzung. Tatsächlich ist der Kapitalismus gerade gut für alle, die nicht superreich sind. Denn die Superreichen und die Mächtigen, die kriegen auch hier Recht im Kommunismus und sonst wo mit Klüngelei und Bestechung dann alles erreicht werden kann, was sie wollen. Aber es sind alle anderen, die in diesen Ländern unter sozialistischer Herrschaft insbesondere auf der Strecke bleiben. Und sie haben in kapitalistischen Systemen eine Chance, ihre Arbeitsleistung, ihre Qualifikation unter Beweis zu stellen und entsprechend am Markt zu platzieren. Und das Ergebnis ist das, was wir eben hier gerade gesehen haben. In den USA, dass Krankenschwestern mehr als doppelt so viel verdienen wie in Deutschland. Jetzt magst du vielleicht sagen, ja, die Sozialleistungen, bla bla bla. Das ist natürlich alles Quatsch, denn jeder Arbeitgeber, der was auf sich hält in den USA, zahlt dir nicht nur umfangreiche Krankenversicherungen, sondern auch natürlich eine private Rentenversicherung und betriebliche Altersvorsorge. Ja, die ist dann meistens aktiengebunden. Das heißt, du verdienst um ein weiteres mehr, als du zum Beispiel bei deiner deutschen Rente dann am Ende rausbekommst. Du hast ein sehr umfangreiches Aktienpaket, sogenannte 401ks. Die werden komplett steuerfrei investiert und wenn du dann ins Rentenalter kommst, werden diese ausbezahlt. Natürlich, es gibt auch Nachteile, ich will jetzt hier nicht die USA verherrlichen. Natürlich sind viele Dinge dort sehr viel teurer, das will ich jetzt gar nicht in Abrede stellen. Aber wie gesagt, grundsätzlich verdient man natürlich in den USA bei weitem mehr. Bist du nun also eine Krankenschwester aus Indien oder den Philippinen, warum in alles in der Welt solltest du nach Deutschland kommen? Welchen guten Grund gibt es dafür? Ich kenne keinen einzigen. So viel zum Thema also geregelte Immigration. Das ist Wunschdenken deutscher Politiker. Da müsste man mal was ganz ernsthaft ändern in Deutschland, dass es dazu jemals kommen wird. Wie wäre es zum Beispiel, wenn man Englisch als zweite Amtssprache einführen würde? Das wäre doch mal ein interessanter Vorschlag, oder nicht? Über die Steuern haben wir jetzt ja noch gar nicht gesprochen. Die sind bei weitem tiefer in den USA als in Deutschland. Selbst mit einem Gehalt von 100.000 Dollar kannst du davon ausgehen, dass diese Krankenschwester nicht mehr als 20% Steuern bezahlt. Das heißt, das Geld, das sie nach Hause bringt, zu ihrer Familie mitnimmt, ist sehr viel mehr als in Deutschland. Das ist letztlich die Zusammenfassung dieser dramatischen Entwicklung, die wir hier erleben. Es gibt immer weniger Deutsche, die Deutschen haben immer weniger Kinder. Die Babyboomer gehen jetzt in die Rente. Ganz viele Deutsche gehen natürlich auch ins Ausland und sagen sich, was soll ich in diesem Land hier noch machen? Macht ja absolut keinen Sinn. Im Ausland kann ich leben, viel mehr verdienen, weniger Steuern bezahlen, mich am schönen Wetter erfreuen
und kann den ganzen Mist einfach hinter mir lassen. Das heißt, der demografische Wandel, den wir hier in Deutschland gerade sehen, wird auch wirtschaftlich zu sehr dramatischen Konsequenzen führen. Insbesondere für dich, wenn du in Deutschland Vermögen hast. Und davon spreche ich jetzt nicht von Milliarden. Wie gesagt, überleg dir selbst, was passiert. Es gibt immer weniger Steuerzahler. Die Steuerzahler sterben buchstäblich aus oder sie wandern aus. Es kommen keine neuen nach, denn seit Jahrzehnten werden nicht genug Kinder in Deutschland geboren. Unternehmen müssen schließen, Arbeitsplätze fallen weg, der Industriestandort versackt. Was wird also passieren? Was glaubst du, wenn du in Deutschland lebst und du bleibst dort leben und du hast Vermögen? Wie wird der deutsche Staat in Zukunft Sozialleistungen, Renten etc. finanzieren können unter diesen Voraussetzungen? Naja, du wirst schon wissen, auf was ich hinaus will. Es gibt grundsätzlich nur eine Lösung und das wird die sein, dass die Deutschen, die immer weniger werden, immer mehr bezahlen müssen. Wir haben auf diesem Kanal ja schon mehrfach besprochen, dass die EU im Januar 2024 ein umfangreiches Kontroll- und Überwachungssystem für Vermögen und Geld etabliert hat. Hier kannst du dir jetzt ganz sicherlich vorstellen, wo das hinführen wird. Wir haben ein Vermögensregister. Jede Kryptotransaktion ab 1.000 Euro wird überwacht werden. Du kannst dir denken, wohin das führen wird. Bargeld ist verboten irgendwann. Tja, hier geht es letztlich nur um eine Sache und das ist die Besteuerung. Das heißt, je dramatischer die Situation in Deutschland wird, und wir reden jetzt hier nicht von Jahrhunderten, ja, also du hast ja gesehen, was die Studie gesagt hat. Der demografische Wandel ist so schnell und so signifikant, dass die weiße Bevölkerung 2065 in der Minderheit sein wird. Das sind 40 Jahre, von denen wir hier sprechen, ja. Also das heißt, in den nächsten 10, 15 Jahren wird es hier schon Auswirkungen geben, was die Besteuerung anbelangt. Da bin ich ganz sicher. Das heißt, du musst dich also fragen, inwieweit ist Deutschland hier noch ein gutes Wohnsitzland für mich, wenn ich mein Vermögen und meine Einkünfte schützen möchte. Das Gleiche gilt natürlich für andere europäische Länder auch, denn das Problem ist ja überall genau das Gleiche. Italien, Spanien, viele Länder haben das gleiche Problem. Frankreich übrigens nicht in gleicher Weise, aber da gibt es andere Probleme. Aber das heißt, du hast hier flächendeckend eine Überwachung von Vermögen, von Zahlungsströmen und diese werden es der EU-Regierung ermöglichen, dann hier direkt dich an der Quelle anzuzapfen und immer höhere Summen von dir zu verlangen. Daher aus meiner Sicht, du solltest dich und dein Vermögen darauf vorbereiten, die EU zu verlassen. Du hast jetzt sicherlich noch ein paar Jahre, wo das alles so ohne weiteres noch möglich ist. Aber wer weiß, ob es in 5 Jahren noch so ohne weiteres möglich sein wird. Es gibt viele Länder auf der Welt, die attraktiv sind. Natürlich, man muss ehrlich sein, manchmal muss man sich dann wirklich umstellen. Kulturen sind eben ganz anders in anderen Ländern und da wirst du dich umstellen müssen. Vielleicht muss man da auch ein Stück weit in den sauren Apfel beißen. Ich weiß es nicht, jeder ist dort anders. Manche sind gerne international unterwegs, andere bleiben doch lieber zu Hause. Wie dem auch sei, ich denke, es ist höchste Zeit, dass du über diese Fragen dir sehr genaue Gedanken machst, dass du dir überlegst, ob deine Zukunft weiterhin in Deutschland ist oder ob du daran interessiert bist, deine Steuerlast zu optimieren, dein Vermögen vor dem Zugriff des Staates zu schützen und vor den Entwicklungen, die wir uns hier zweifellos gegenübersehen in den nächsten 20 bis 50 Jahren. Denk an deine Kinder, denk an deine Enkelkinder. Willst du deren Erbe tatsächlich hier an den deutschen Staat verfüttern, damit der hier seine Sozialleistungen weiter an alle schön berappen kann? Wenn das Thema Umzug ins Ausland daher auch für dich ein Thema ist, dann würde ich mich freuen, dich im Beratungsgespräch kennenzulernen. Link packe ich hier in die Beschreibung mit rein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten dabei zu helfen, ins Ausland umzuziehen, ihre steuerliche Situation zu optimieren, neues Vermögen aufzubauen, Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich zu unserer Mandantschaft zählen zu dürfen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland?
Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.